das war's. Das war's. Wir haben hier schon Anbauteile für das neue Modell gesehen mit ein paar Kabeln. Ja. Mehr verraten wir nicht. Ja. Wahnsinn. Okay, let's go. Herzlich willkommen, neue Folge. Und zwar bin ich jetzt am Flughafen hier in München. Wir fliegen jetzt nach Manchester und dann geht es weiter nach Crewe. Wir schauen uns heute bei Bentley den W12-Motor mal genauer an. Erstens, diesen Motor gibt es schon irre lange. Zweitens, es ist immer wieder modifiziert worden. Und ganz ehrlich, wer baut heutzutage noch 12-Zylinder-Motoren ein? Es wird immer weniger und weniger. Mercedes hat das vor einigen Jahren eingestellt. Aber das ist so ein Highlight für mich noch und was wir noch mitnehmen können. Wer weiß wie lange. Deswegen fliegen wir jetzt mal nach England. So, gerade in Manchester gelandet und jetzt geht's ab nach Crewe. Das sind roundabout eine Stunde und dieser Motor ist schon so lange auf dem Markt, aber trotzdem immer wieder modifiziert, eine Zylinderabschaltung und so weiter und so weiter. Und da bin ich mal gespannt. Und jetzt sind wir da und gucken uns mal ganz relaxed mal alles zusammen gemeinsam an. Jetzt sind wir hier in den Heiligen Hallen W12. Andreas, grüß dich. Hallo. Andreas, was ist genau deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe, ich bin Produktionsvorstand bei Bentley. Okay, Produktionsvorstand bei Bentley. Ja. Und jetzt sind wir hier bei den W12. Richtig. Also den W12-Motor kennen wir schon seit circa Anfang 2000er. 2003. 2003. Genau. Über 20 Jahre produziert. Ja. Und es soll ja jetzt aufhören. Leider, oder? ja. Im Mai 2024 wird Feierabend sein. Wahnsinn. Ich fahre ja auch selber einen W12. Ja. Und ich muss sagen, durch die Zylinderabschaltung, und wenn du dann Hamburg-München fährst und dann auf Tempomat bist bei 180 circa, Ja. dann fährt er und dann fängt er an sozusagen zu segeln. Richtig. Dann hast du deine Drehzahl auf 900 gefühlt, Richtig. aber du fährst 180. Genau. Und dann hast du ein 12-Zylinder-Auto über 2 Tonnen Ja. und dann gehst du auf Langzeitverbrauch und bist ungefähr bei zwischen 11 und 12,5 Liter. Das hast du bei den ersten Continental gehabt, wenn du das Auto gestartet hast. Ja, genau. Oder? Genau, genau. Was glaubst du, wie viele Stückzahlen wir gebaut haben in dem Zeitraum 2003 bis heute? Oh, das ist eine gute Frage. Das beantworten wir noch nicht. Das könnt ihr so lange eintippen. Also wie viele W12-Motoren wurden gebaut? Hier gebaut. Von 2003 bis jetzt 2024. Habt ihr jetzt Zeit einzutippen in den Kommentaren? Und zum Schluss verraten wir das. So machen wir das. Ich gehe mal davon aus, dass Andreas das weiß. Ich weiß. Also komm, Okay, lass komm, uns rein lass in den durch. Prozess. Was glaubst du, wie viele Schrauben wir am Ende, wenn der Motorblock fertig ist, verbaut haben? Also wenn ich nur alleine hier oben schaue, das ist ja schon, ich würde sagen 150? 950. 900. 950 Schrauben am Ende, wie der Motor im Prinzip komplett zusammengebaut ist. Der besteht ja nur aus Schraubengefühl. Genau. Und die werden echt per Hand zusammengearbeitet. Echt in Hand zusammengearbeitet. Also es arbeiten hier ca. 30 Kollegen Ja. Im Einschichtbetrieb. Ja. Jeder Motor handgefertigt, jeder Motor im Cold-Test und im Hot-Test gefahren, sodass wir auch sicher gehen können. Beste Qualität, ähnlich wie bei Holz, ähnlich wie bei Leder, auch bei der Motorenproduktion. Jedes Aggregat getestet, auch zum Thema Null Fehler in Richtung Kunde. Krass. Und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Arbeitsschritt. Auch nochmal das Einsetzen der Kolben. Und Hi, how are you? Hamid. Hi. Ja. Hamid. Hi. Hey, Hamid. nice to see you meet again. Nice to meet you. Ja. Und auch ähnlich wie in den anderen Bereichen Ja. gibt es hier die Möglichkeit, einfach dir heute das mal zu zeigen, Ah, schön. was wir hier tun. Und Cool. wenn du möchtest, Ja. lade ich dich gern dazu ein, Ja. auch nochmal selber einen Ja. 12-Zylinder so einen Kolben zu montieren. Einen Service habe ich ja schon selber gemacht an Ja. meinem Bentley. Okay. Ne? Und jetzt kommt dann 12-Zylinder, also einen Zylinder einzubauen. Das ist schon genial. Und vor allem einer der letzten. Einer der letzten. Einer der letzten, das Ja. darf man nicht vergessen. Vielleicht sollten wir uns die Nummer merken. Ja, genau. Vielleicht sollten wir uns die Nummer merken Stimmt, und ich stimmt, schreibe dir dann nach dem Motto, in welches Kundenfahrzeug dieser Motor gegangen ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, let's go. Ja. Ach so, das geht dann so rein. Ach
Ach, und der zieht das von der anderen Ja, Seite. genau. Also arbeiten immer zu zweit, Zylinder nach Zylinder gemacht und Wahnsinn. immer er stellt oben ein und er zieht im Prinzip nach unten durch. So, er tut das jetzt oben rein, dann zieht er das runter. Wahnsinn. Genau. Wie lange bauen die an so einem Motor? Circa? In Summe 10,5 Stunden. 10,5 Stunden, okay. Das heißt pro Tag ein Motor circa. Genau. Ja. Das sind die letzten W12-Bestellungen, das heißt in den Flying Spur, Continental GT Genau. Und Bentayga. und Bentayga, genau. Genau. Alle Aufträge sind platziert, das heißt, es gibt auch keine Möglichkeit mehr, Ja, für 12 Zylinder zu bestellen. Genau. Also das heißt auf gut Deutsch gesagt, ausverkauft. Ja. Pop you in like that. You ready to go? Ja, okay. So, look. Oh yeah, look some gloves first. Okay. Ah, okay. Oh, ja. Sorry. Ja, Handschuhe. With your ring, so opposite the gudgeon pin, so that we don't lose any gases. You see, Okay. so one more side. Das heißt, es muss immer gegengesetzt sein? Okay. Super. Ah, okay. Das musst du sogar noch mal richtig fein justieren. That's it. Okay. That's it. Okay. Push down. That's it. Just come up a bit and that's it. Just rotate the ring like Ich so. glaube, bei mir hätte sofort ein Motorschaden. There you go. Okay. Oh no, ring's tight on that one. Send her out. Nee, das war jetzt komplett falsch. Ah, that one's broke the ring. Ah, okay. But it's got cut. See, if it gets caught in the tool, it breaks the ring. You see. So I we'll drop that. We'll have to swap it. Also, ich habe schon einen Ring kaputt gemacht jetzt in dem Sinne. Oh, I'm sorry. Jetzt habe ich alles hier kaputt gemacht. You raise it too first. How much? You have to pay for that person. Yeah, no problem. Oh mein Gott. Also das ging jetzt richtig nach hinten los. Also so penibel sind sie und so empfindlich sind die Sachen auch und schon falsch, also ein bisschen falsch eingesetzt und zack, jetzt müssen sie dann Ring erneuern. Weil da reden wir sofort über Motorschaden. Genau. Ah, ich darf noch mal. Sure? So don't be Sure. like, yeah, it's fine. There's number 11 again. That way round. Okay. Does you want to keep that as a token? That's Ja, as a good example. Okay. That's it. Yeah, just pop in the tool. That's it. There you go. That's Ah, okay. perfect. Alles klar. Also du musst genau aufpassen, dass die Ringe auch richtig reingehen. Und dann zieht er das runter. Aber so lange kannst du gar nicht sehen und schon zieht er das. And then number 12 now. So we can do number So, 12. jetzt film mal einmal bitte Nummer 12. Das ist das Wichtigste. Und das ist demnächst Historie. Geschichte. So. Okay. That's perfect. Yeah. And then just have a look inside your ball now. So. Can you see where you're to? That's it. Guide it down. Okay. Okay. So. That's it. Ah, schon wieder? Yeah, again, then. Send her up, and It's broken? just want to have a look now. Yeah. Ich habe schon wieder kaputt gemacht. Oh mein Gott. I'm so sorry. Wie empfindlich ist denn das bitte? Ich habe nur ein bisschen reingedrückt und schon machen sie das neu. Das ist ja Ja, Wahnsinn. also der Schaden beträgt ungefähr so 10 Espresso in der Größenordnung. Ja, ja genau. Das gibt einen schönen Nachmittag. Okay, And then just guide it in now. That's it. Nice and steady. okay. Yeah. Keep going. Just usually like that. There you go. Ah, jetzt. Yeah. Okay. Okay. Now push down. It's now okay? That's perfect. Sure? Yeah. Okay. Push them. Okay. That's it. Okay. Mission completed. Great. Thank you very much. Oh, das ist auch, muss auch richtig kräftig drehen. Guck dir das mal an. You see that? Das ist krass. Und du kriegst das als Erinnerung mit. Oh, cool. Kriegst als Erinnerung mit hier mit dem abgebrochenen Ring. Das heißt, Mega, das ist klar. einen der letzten 12 Zylinder, Mein Gott, die ja, du das gebaut ist cool. hast, Das ist hier cool. in Crew. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. Dankeschön. So, krass. Das ist echt Wahnsinn. Ich finde es ja mega schade, dass ihr es einstellt. Absolut. Also es ist schon eine emotionale Geschichte auch, Ja. weil ich sag mal, dieser Motor, gerade auch für die Mitarbeiter hier, das ist wie, egal wo du hingehst, das ist ein Produkt, stolz. das haben sie Das ist- ja, produziert ja, genau, mit Hand und das dann auslaufen zu lassen. Genau. Aber es ist ein genereller Trend, den du einfach siehst, dass aus dem Thema 12-Zylinder es auf 8-Zylinder im Prinzip Ja. zurückgeht. Ja, aber hier könnt ihr noch mal sehen, hier ist noch mal hier W12. Genau. Das war's. Gut, also Motor ist zusammengebaut und wir machen einmal Cold Test und einmal Hot Test. Okay. Hier siehst du Hot Test, Okay. Motor angeschlossen, kann im Prinzip dann volle Drehzahl gefahren werden, Okay. maximale Betriebstemperatur Okay. und auch so sichern wir nochmal ab, dass auch wirklich jedes Aggregat 100% geprüft dann erst zum Kunden geht. Ach so, das heißt,
Die Motoren sind aber immer noch nicht eingefahren. Nein. Sollte man noch mal einfahren, wenn es neu ist. Richtig. Ne? Aber hier Ja. ist er niegelnagelneu und wird einmal auf 335 circa, wenn das ein 12 Ja. Continental ist, Ja. hochgejagt. Das ist Wahnsinn. Ja. Ne? Aber auch hier nach dem Motto, genauso im Auto, Ja. warm fahren, dass alles auf Betriebstemperatur Klar, ist, klar, auch klar, zu klar. verhindern, dass es danach Klar. Motorschäden gibt. Klar, klar. Gut, nachdem Okay. der Motor dann fertig ist, Ja. gehen wir rüber. Hier wird Motor dann mit Getriebe vereint. Ja. Aber guck mal, wie krass groß das ist. Das ist locker 1,50 Meter, sogar, ja, 1,50 Meter würde ich sagen. Das ist Wahnsinn, das ist unfassbar. Absolut. Was für ein Getriebe. Das ist Und unglaublich. das Gesamtgewicht am Ende mit Achse, Motor und Getriebe ist 680 Kilo und der ganze Antrieb, Fahrwerksantrieb, knapp 1 Tonne im Fahrzeug. Knapp 1 Tonne. Knapp 1 Tonne. Und dann kommt noch mal so circa 1 Tonne, 1,1 Tonnen Richtig. Innenausstattung, Genau, Karosserie genau, und so Karosserie weiter. mit drauf. Also 50-50. Genau. Genau. Und das sind dann die... Genau, das sind die Achsen. Achsen. Wird dann mit Motor und mit Aggregat, mit Antrieb dann verheiratet. Also hier können wir ja sehen, im Keramikbremsbereich ist das die größte Bremsanlage im richtig. Straßenverkehr, Ja, also genau. für normale Fahrzeuge. Genau, in dem genau. Sinne. Wenn du siehst schon den Bremssattel im Ja, Prinzip von der genau. Dimension, Wahnsinn, ja. schon beeindruckend. Ja, denn ich habe neue Klötze gebraucht und ich habe für die Klötze ungefähr 1.200 € bezahlt. Aber dafür bremsen sie auch gut. Dafür bremsen sie gut. Stimmt, stimmt. Wahnsinn. Unglaublich. Gut. Aber es kommt mir ein ganz neues Auto. Ne? Also hat mit den jetzigen Continental nichts mehr zu tun. Weil zwischen den ersten und zweiten Continental... darf ja noch gar nicht so viel ich weiß, verraten. ich weiß. Aber zwischen den ersten und zweiten Continental, da war ja so viel so Thematik, ja, weiß ich nicht, ist ja fast gleich geblieben. Ja. 20 Jahre Bentley Continental. Welches Auto findet ihr am besten? Die erste Generation, die zweite Generation oder die dritte Generation? Also es gibt Änderungen, Ja. die sichtbar sein werden. Okay, perfekt. Das Gut. weiß ich. Super. Andreas, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, hat viel Es Spaß hat gemacht. echt Spaß gemacht. Danke, dass ich auch dabei sein durfte. Danke, dass wir dabei sein durften. Oh, jetzt kommt noch mal ein Aggregat rein, bevor wir Tschüss sagen. Guck mal, so sieht's aus. Motor. Und dann Achse. Aber der 12-Zylinder wird eingestellt, der W12 wird eingestellt und wir waren jetzt da. Aber das hier ist gar nicht mal so lange mehr her. Ist Geschichte. Das war's. Das war's. Wir haben hier schon Anbauteile für das neue Modell gesehen mit ein paar Kabeln. Ja. Mehr verraten wir nicht. Ja. Danke dir nochmal. Danke Vielen dir. Dank. Dankeschön. Und damit wir die Frage auch noch auflösen, wie viele Aggregate? Stimmt, ja. Das sind mehr wie 100.000. Mehr, ich hätte jetzt mehr gedacht. Mehr als 100.000. Mehr als 100.000 Stück. Ja. Also mehr als 100.000 W12-Motoren in den letzten 21 Jahren. Richtig. Wahnsinn. Wahnsinn. Spricht aber auch für die Marke, dass das nicht so ein überproportionalen Massenprodukt ist. Aber es ist schon ein relativ großer Ja, klar, Anteil im Prinzip der klar, Fahrzeuge. Klar. Aber mehr als 100.000. mehr als 100.000. Krass. Okay, jetzt gehen wir ein Espresso trinken. So machen wir das. Okay, komm.